dass du mit dem, was du teilst, wirklich einen positiven Impact hast. Wenn es um dich herum im Außen auf einmal still wird und nichts mehr zu hören ist, dann wird es in deinem Kopf auf einmal richtig laut. Dann werden die Gedanken richtig laut. Und wie wir gelernt haben, lösen die Gedanken dann wieder Gefühle aus. Und diese Gefühle möchtest du dann nicht. Da möchtest du nicht näher hinschauen, sondern du lenkst dich ab. Du machst irgendwas, um diese äußere Ruhe gar nicht erst zuzulassen. Um diesen inneren Lärm, diesen inneren Krach gar nicht zuzulassen. Deswegen versuchst du dich abzulenken, machst irgendwas anderes. Und da näher hinzuschauen erfordert Mut. Das ist eben dieser erste Schritt, dass du das wahrnimmst, dass du dir dieser Süchte bewusst wirst und beobachtest, wenn dein Körper nach dieser mentalen Zigarette schreit, wenn er diese mentale Zigarette haben möchte und du dann entscheidest, okay, mache ich jetzt die Zigarette an oder werfe ich sie eben weg? Und deswegen möchte ich dir hier gerne ein kleines Praxisbeispiel mitgeben, dass du, wir machen das wieder ein bisschen interaktiver, dass du dir eine Liste machst. Gerne jetzt gerade. Mach hier kurz auf Pause oder geh mit dem Handy durch deine Bude und hol dir einfach mal eine Liste, also einen Zettel und einen Stift oder öffne deine Notiz-App am Handy und schreib dir mal die Sachen auf, die du vielleicht jetzt gerade auch während der Folge schon im Kopf gehabt hast. Muster, die dich immer wieder triggern, die sich immer wiederholen und die dich wie der Anker am Schiff, ne, wir hatten das Beispiel vorhin, die dich immer wieder so nach unten ziehen wollen und in dieser Vergangenheit, in dieser alten Position festhalten wollen. Die Sachen schreibst du dir jetzt bitte einmal auf. Notiere dir das. Und jetzt hast du diese Liste und immer wieder, wenn was Neues in dir hochkommt, dann machst du dir das bewusst. Dann machst du dir bewusst, okay, das ist jetzt gerade wieder ein Muster, was im Unterbewusstsein ist, was wieder diese Sucht befriedigen möchte, dann schreibst du dir das dazu. Das ist jetzt gar nicht eine Liste, die du jetzt hier einmal anlegst und dann ist die fertig so, sondern die kannst du immer wieder fortsetzen. Ja, das ist eine Reise, auf die wir uns hier begeben. Du kannst die immer wieder auffüllen. Wenn dir was Neues einfüllt, zack, Notiz-App raus oder Liste her und dann schreibst du dir das noch dazu, ergänzt das. Und dann machst du dir so bewusst, wie diese ganzen unterbewussten Muster ablaufen. Denn indem du dir diese Muster bewusst machst, holst du sie an die Oberfläche, kannst dir das angucken, kannst den Anker einholen und mit dem Schiff schon mal ein bisschen weiterfahren. Und so läuft dieser Prozess. Immer wieder was Neues an die Oberfläche holen, kurz nachgucken, anschauen, ist es da, beobachten, wenn es im Alltag an die Oberfläche kommt und dann weiterfahren, loslassen, weitermachen. Nicht wieder sich runterziehen lassen und sagen können, ja, jetzt ist mein Muster hier, jetzt bleibe ich in der Vergangenheit stecken und ich kann ja eh nichts dagegen tun, auch was bin ich nur für ein armes Entlein, dass ich jetzt hier so alleine sitze, sondern mach was dagegen. Ja, nimm das in die Hand und löse den Anker. Du kannst das. Und indem du diesen mutigen Schritt gehst, dass du dir anguckst, was jetzt gerade da ist, dass du dir das aufschreibst, an die Oberfläche holst und dir bewusst machst. Das ist nicht leicht, wirklich nicht. Aber es lohnt sich so, so sehr. Denn das ist ein super wichtiger Schritt, dass du dir dessen bewusst wirst. Dass du da nicht zu streng mit dir bist. Ja, dass du dich da einfach so ein bisschen mehr in Geduld üben kannst. Denn das ist einfach eine Reise. Das ist eine Reise, das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist nicht damit getan, dass du dir jetzt heute hier die Podcast-Folge anhörst, mal kurz eine Liste aufschreibst und dann im Nachhinein denkst, ja gut, dann habe ich es jetzt ja für mich gelöst. Dann habe ich mir das jetzt bewusst gemacht und alles cool, dann achte ich jetzt einfach mal darauf. Sondern, dass du dir diese Liste machst, im Alltag darauf achtest und schaust, okay, wann kommt das hoch, wann triggert mich das, neue Notizen dazu machst und da selber so zu deinem eigenen Coach quasi wirst. Und dann schaust du nicht zu streng darauf. Dann sagst du nicht so direkt, okay, jetzt hat mich das wieder getriggert und ich konnte es nicht wahrnehmen, was eine Kacke, dann lasse ich es am besten direkt bleiben. Sondern üb dich in Geduld. Das ist ganz normal, dass du das nicht alles so direkt spüren kannst und wahrnehmen kannst. Wenn dir das schon einmal gelingt, ist das schon richtig geil. Vorher ist es dir gar nicht gelungen. So, und jetzt nimmst du es einmal wahr. Einmal mehr. Und das darf ruhig etwas länger dauern, diese Reise. Überleg mal, wie viel Zeit du diesen Mustern gegeben hast, um sich in deinem Unterbewusstsein einzunisten. Überleg mal, wie viel Zeit, wie viele Jahre das in Anspruch genommen hat, dass diese Gewohnheiten sich bei dir eingeschlichen haben. Dann kannst du jetzt nicht erwarten, dass das innerhalb von einem Tag oder einer Woche alles aufgelöst ist. Sowas zu
wahrzunehmen, sich bewusst zu machen und wirklich alles zu spüren, was damit so einhergeht, das dauert Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Deswegen gib dir da gerne die Zeit. Üb dich da in Geduld und sei da wirklich bitte nicht zu streng mit dir. Mach das leicht, mach das mit Spaß und Freude und es ist okay, wenn da auch mal eine Träne fließt, es ist okay, wenn das auch unangenehm ist und ja, das vielleicht irgendwie auch überfordernd sein kann, dann such da vielleicht auch das Gespräch mit Freundinnen oder Freunden, sprich darüber, teil dich mit, dass du das gerade machst. Es ist okay, da offen drüber zu sprechen, indem du über deine Schwächen sprichst oder diese Muster, über deine Ängste sprichst, bist du nicht schwach. Wenn du darüber sprechen kannst, dann ist das extrem stark. Dann ist das richtig, richtig wertvoll, wenn du damit nach draußen gehen kannst, das kommunizieren kannst. Das ist ein Zeichen von Stärke. Das wird nur sehr, sehr oft mit Schwäche verwechselt. Von Personen, die es selber gerne tun würden und diese Stärke nicht besitzen. Kleiner Denkanstoß an der Stelle. Warum ich dir diese Folge auch aufnehme, ich habe das ganz am Anfang auch schon mal erwähnt, dass ich mich gerade selber sehr intensiv damit beschäftige. Dass es für mich gerade auch ein sehr persönliches und intensives Thema ist, weil ich mich immer mehr auch mit meinen Schatten, mit meiner Dunkelheit beschäftigen möchte, weil ich gerade so in den letzten Monaten und Wochen auch gemerkt habe, dass ich in den letzten Monaten ganz bewusst negative Energien von mir ferngehalten habe, um meine positive Energie zu schützen. Um für mich selbst da zu sein, um für andere da zu sein, habe ich mir immer so gedacht, ja, nee, die Energie, die möchte ich jetzt gerade nicht spüren, habe das weggeschoben. So, habe das quasi verbuddelt. Das Ding ist aber, wenn du diese Energien immer wieder wegschiebst, dann sind die ja nicht weg. Sondern nur weil du irgendwas auf eine Müllkippe wirfst, heißt das nicht, dass diese Müllkippe irgendwann einfach nicht mehr da ist. Sondern die wird ja immer größer und nur weil du die Tür zumachst, ist die immer noch da. Nur irgendwann drückt der Müll gegen die Tür und springt die Tür auf. Und dann wirst du gezwungen, dich damit zu beschäftigen. So, und damit es eben gar nicht erst so weit kommt, möchte ich mich jetzt wirklich damit beschäftigen, diese Energien, diese Gefühle zulassen, akzeptieren, dass sie da sind, die annehmen und diese Energien auch bewusst spüren, weil es gehört einfach dazu. Ich nehme dir dazu gerne nochmal eine Folge auf, wenn ich da in dem Bereich auch ein bisschen weiter bin, wenn ich noch mehr Erfahrung in dem Bereich machen konnte. Und halte ich da auf dem Laufenden, wie es so mit der Schattenarbeit weitergeht, weil das ist auch ein super spannendes Thema, wo ich jetzt gerade so immer mehr einsteige und merke, okay, das triggert mich auf eine gewisse Art und Weise auch. Ich nehme auch immer wieder bewusst wahr, wie jetzt vorhin zum Beispiel das Beispiel mit Social Media. Ich nehme bei mir auch diese Muster und Emotionen immer wieder wahr, die anklopfen, die Beobachtung wollen, die gesehen werden wollen, die wahrgenommen werden wollen und Frieden damit zu schließen. Dass ich sehe, okay, diese Schatten sind da, es ist okay, dass sie da sind, die dürfen auch da sein, da wo Licht ist, darf auch Dunkelheit sein und es ist einfach okay. Nur wenn du wirklich siehst und auch akzeptieren kannst, dass diese beiden Dinge gleichzeitig da sind, dann bist du vollkommen. Dann kannst du diese Ganzheit wirklich spüren, diesen Frieden in dir. Und das möchte ich noch intensiver spüren. Deswegen gehe ich da tiefer rein. Und deswegen bin ich mal gespannt, was dadurch so entstehen darf und halte dich da natürlich auf dem Laufenden, wie das so weitergeht, was ich da so erfahre und nehme dir dazu auch gerne nochmal eine separate Folge auf. Wie gesagt, wenn ich da noch ein paar mehr persönliche Erfahrungen machen durfte und konnte, die ich dir dann auch wieder als persönliche Anleitung quasi mitgeben kann. Es ist einfach so, dass diese Gedanken und Gefühle da sind. Das ist normal, das ist okay, doch ich entscheide mich halt ganz bewusst, wie ich damit umgehen möchte. Ich übernehme dafür die Verantwortung und ich entscheide nicht in einem automatisch ablaufenden Muster, wie ich mich im Alltag verhalte. Wie dass mich dieses Muster wie so ein ferngesteuertes Auto da irgendwie durch die Gegend fährt. Das mache ich selbst. Ich nehme die Herausforderung an. Ich nehme die Herausforderung an und freue mich schon, die Schatten ans Licht zu holen und sie bei mir willkommen zu heißen. Das ist eine intensive, aber auch eine schöne Aufgabe. Und ich gebe dir gerne mal ein Update, wie das so läuft. Was machst du jetzt mit dieser Folge? Was machst du, nachdem du diese Folge jetzt hier gehört hast? Schaust du bewusst hin oder schaust du weiter weg, weil es einfacher ist gerade?
nochmal, es muss nicht alles auf einmal direkt hochgeholt werden. Mach das Schritt für Schritt. Du hast jetzt dir vielleicht schon ein paar Punkte auf der Liste aufgeschrieben. Fang doch erst mit einem an. Mach das nicht zu kompliziert und zu überfordernd. Gib dir da selbst Zeit, gib dir Raum und schätze dich dafür, dass du das machst. Das ist immer dieser erste Schritt, dass du das erstmal wahrnimmst. Dass du dir bewusst machst, dass es gerade so ist, dass es da sein darf. Und dann können wir damit arbeiten. Dann können wir damit weitermachen. Dann begeben wir uns auf die Reise, holen das nach und nach oben, schauen uns das an, beobachten das, wann es auftritt, wie es auftritt, welche Dinge damit verbunden sind. Und so können wir nach und nach diese ganzen Muster willkommen heißen, dass diese Schatten da sind. Und das heißt nicht, dass du da voll reingehen musst, dass du das ausleben musst, sondern dass du einfach akzeptierst, dass sie da sind, dass sie da sein dürfen und dass sich das dann nicht mehr so krass triggert. Sondern nimm dir das jetzt auf, wenn ich auch selber noch mitten in diesem Prozess drin bin, teile dir ganz offen und transparent einfach meine Gedanken, meine Gefühle dazu und nimm dich mit auf die Reise. Möchte dir das teilen. Und dann Stück für Stück gehen wir diese Reise zusammen, entwickeln uns zusammen weiter und dann teile ich natürlich auch gerne, wenn ich dann eine Lösung für mich gefunden habe. Teile dir meine Erfahrungen, die ich damit machen durfte und lass dich daran teilhaben, an dieser Reise. Und es ist so, so schön, dass du ein Teil dieser Reise bist. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und freue mich einfach, dass du hier bist. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir deine Gedanken, deine Gefühle dazu, vielleicht auch deine Punkte, die du dir aufgeschrieben hast, mit mir teilst. Entweder als Nachricht bei Instagram @niklasmohlfeld oder wenn du diese Impulse gerne per Mail mit mir teilen möchtest, findest du das unten auch in den Shownotes. Niklas Mohlfeld zusammengeschrieben @straffensight.de. Und ich freue mich wirklich sehr auf deine Nachricht, bedanke mich von Herzen, dass du hier bist und wünsche dir einfach einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche, ganz viel Energie für dich und für dich. Happy Inside ist gleich straff Outside. Dein Niklas. Danke.